Der schwedische Aktienmarkt ist einer der spannendsten Aktienmärkte aus Europa, also praktisch genau vor unserer Haustüre und fliegt bei vielen deutschen Privatanlegern zu Unrecht unter dem Radar. Ich stelle euch heute den schwedischen Aktienmarkt mal vor und habe auch ein paar Einzelaktien mitgebracht, die vielleicht auch für dein langfristig orientiertes Portfolio interessant sein könnten. Von dem her bleib auf jeden Fall dran. Wir starten jetzt direkt rein. Als erstes vielleicht mal eine kleine Einführung zu Schweden. Also Schweden bietet aus der Perspektive eines Investors wirklich viele attraktive Merkmale. Einerseits haben wir da ein stabiles Wirtschaftsumfeld, weil Schweden auch bekannt ist für politische Stabilität, eine solide Rechtsstaatlichkeit und eine starke Institution. Und man ist eben auch so innovationsstark, dass Schweden zu den weltweit führenden Ländern in Bezug auf Innovation zählt. Man hat eben eine hochentwickelte Technologie- und Start-up-Szene und das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung. Auch ist die Wirtschaft sehr, sehr offen. Man ist da stark exportorientiert und eng mit globalen Märkten vernetzt. Und da profitiert das Land natürlich auch von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Ja, und man hat da auch wirklich starke Unternehmen, die da beheimatet sind, wie beispielsweise Volvo oder Ericsson und aber noch natürlich viele weitere Unternehmen. Und man ist auch ein Vorreiter, was die Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt- und Klimaschutz angeht. Ja, und ich möchte jetzt hier kurz auf die Gross Domestic Product Projektionen eingehen. Wir sehen hier das GDP von 1989 bis 2029 projiziert. Und wir können jetzt hier schön sehen, dass das GDP sich schon langfristig schön nach oben entwickelt und vor allem die Projektion, also die Prognosen für die nächsten Jahre, sehen ja hier wirklich sehr, sehr rosig aus. Also kann man schon mal feststellen, dass grundlegend hier sich die Wirtschaft definitiv positiv entwickelt in Schweden. Ja, wir haben jetzt hier noch die Population Map, also wo ist die Bevölkerung angesiedelt in dem Land und wir können sehen, dass natürlich bei den einzelnen Städten hauptsächlich die Bevölkerung sich befindet. Gerade hier Stockholm ist natürlich der absolute Hauptbevölkerungsstandpunkt und man hat aber auch hier eine wirklich sehr, sehr schöne Landschaft, wo einfach sehr, sehr wenige Menschen wohnen. Also so viel schon mal zu Schweden, was das Land an sich angeht. Jetzt zur Einwohnerdichte und Anzahl. Also hier sehen wir mal im Moment, wie es in Blau im Moment ist, also 2022. Hier haben wir hier praktisch hier diesen demografischen Wandel auch ein bisschen. Wenn wir das eben jetzt hier mit der Prognose 2030 anschauen, dann soll sich schon das Alter hier erhöhen, das Durchschnittsalter. Aber grundsätzlich sieht es hier noch einigermaßen in Ordnung aus. Was die Einwohneranzahl an sich angeht, sehen wir aber, dass die Einwohneranzahl hier schon sich gesteigert hat, aber jetzt so in den letzten Jahren wird dieses Wachstum immer niedriger und da kann es natürlich auch sein, dass mir hier mal rückläufige Zahlen hat, aber denke ich nicht, dass es jetzt hier so einen massiven Einfluss haben wird auf den Aktienmarkt an sich. So, der Leitindex ist der OMXS 30, den schauen wir uns dann auch noch genauer an. Der ist auch wirklich relativ gut gelaufen, ist ein relativ guter ja, europäischer Leitindex, also auch vergleichbar natürlich mit dem DAX und hat aber auch eine bessere Performance wie der DAX hingelegt. Was man noch dazu sagen muss, klar, also wir haben hier ein Währungsrisiko. Es ist ein Nicht-Euro-Land, dann daher birgt die schwedische Krone ein gewisses Währungsrisiko, das je nach Wechselkursschwankungen Chancen und Herausforderungen darstellen kann. Und wir sehen auch, dass hier die Schwankung wirklich schon extrem war und der langfristige Trend auf jeden Fall hier nach oben ist beim Euro zur schwedischen Krone. Ja, bevor wir jetzt weiterschauen, würde es mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und wenn dir das Video hier generell gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, dann wird das Video auch neuen Leuten vorgeschlagen. Wir machen Aktien einfach beliebter und bekannter in Deutschland. Danke dafür an der Stelle. Ja, bei der Quellensteuer sieht es so aus, dass wir 30% Quellensteuer hier bezahlen müssen, außer wir haben hier eine Vorabbefreiung durch unsere Bank. Dann hätten wir hier eine Absenkung auf 15%. Kann man natürlich auch im Nachhinein noch beantragen. Also das ist eigentlich ja ein bisschen nervig, aber das kann man auf jeden Fall gut umgehen. Ja, die Handelszeiten sind ähnlich wie bei uns, also Handelszeit von 9 Uhr in der Früh bis 17:30 Uhr, also ganz normal. Natürlich immer hier den Spread beachten, das sieht man ja eigentlich in jeder professionellen Handels-App oder Handelsplattform.
Ja, und jetzt komme ich auch schon zu meinen Aktien, die ich dabei habe. Und da habe ich jetzt mal ein paar Unternehmen mir rausgepickt. Und das erste Unternehmen wäre hier Hexagon AB. Er ist ein führendes Unternehmen oder Anbieter von Informations- und Messtechnologien mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Die haben echt eine globale Präsenz und sind auch innovationsgetrieben. Und die machen eben Lösungen in den Bereichen Geodäsie, Vermessung, Maschinensteuerung, industrielle Automatisierung. Dann habe ich noch Investor AB dabei, Investorgesellschaft, und die haben ja, ein breites Portfolio, haben zum Beispiel auch eine bedeutende Beteiligung in Unternehmen wie ABB, Atlas Copco, SEB und Ericsson, und die wollen eben auch hier langfristige Wertsteigerung durch strategische Beteiligungen erreichen. Ja, dann zu Atlas Copco vielleicht an sich noch, ist ein führender Hersteller von industriellen Werkzeugen und Maschinen, insbesondere für Kompressoren und Vakuumlösungen, auch relativ spannend. Und Nibe, ja, wird in letzter Zeit irgendwie immer interessanter, hört man immer mehr. Das Unternehmen ist ein globales Unternehmen, das sich auf energieeffiziente Heizlösungen spezialisiert hat, also gerade sowas wie Wärmepumpen, Heizsysteme und eben Komponenten dafür. Und dann habe ich noch hier Lundberg Företagen dabei. Das ist auch eine schwedische Investmentgesellschaft, und die investieren stark in Immobilien, Industrieunternehmen und Finanzdienstleistungen. Ja, und da schauen wir uns jetzt mal die Situation an. Vielleicht als allererstes hier einen Blick auf den Leitindex aus Schweden. Das ist eben hier dann der OMXS 30, also der Stockholm 30 Index. Wir können hier schon sehen, dass wir einen schönen langfristigen Aufwärtstrend haben, vor allem so richtig eigentlich schon seit 2002, aber schon gleichmäßig läuft er eigentlich seit 2008, beziehungsweise hier 2019 nach dieser langen Seitwärtsphase hier jetzt eine schöne dynamische Entwicklung nach oben. Also grundsätzlich sagt uns das hier schon mal, dass der ganze Trend, der dahinter liegt, sehr, sehr gut ist. Ja, dann hier mal zu Hexagon AB, also das Technologieunternehmen. Auch ein sehr, sehr starker Trend und für mich auch relativ spannend gewesen immer. Deswegen sind auch noch viele Zeichnungen von mir drinnen. Ist auch akut relativ spannend im Moment, nachdem wir jetzt hier einen schönen Ausbruch nach oben hatten und jetzt eben die Korrektur sehen in diese grüne Zone rein, die ich jetzt hier eingezeichnet habe mit diesen wichtigen Unterstützungen. Also wenn man hier auf diesem Niveau einen schönen Doppelboden bauen würden, dann würde das wirklich perfekt in die Trenddynamik mit reinpassen und generell auch in die Geschwindigkeit des langfristigen Aufwärtstrendes. Also für mich sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ja, wir zahlen hier auch eine Dividende mit 1,4% und wir haben eine Marktkapitalisierung von 280 Milliarden schwedischen Kronen. Und wir gucken jetzt immer hier auch noch mal kurz auf die aktuellen Daten. Wir sehen, dass wir relativ günstig bewertet sind im Vergleich der letzten 5 Jahre. Wir haben ein wirklich starkes Umsatzwachstum und ein gutes Net Income Wachstum, auch wenn es jetzt hier 2023 leicht rückläufig war. Also da sieht es auf jeden Fall gut aus. Man macht einen Hauptteil seiner Umsätze hier in EMEA, und die Payout Ratio ist völlig in Ordnung. Man zahlt auch schon länger eine Dividende. Debt-to-Free Cashflow haben wir im Moment so einen dreifachen Verschuldungsgrad, ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ja, dann noch zu Investor AB. Also Investor AB auch wirklich für mich extrem spannend. Leider jetzt eben akut überhaupt nicht interessant, weil das Unternehmen auf All-Time-High steht. Also da müsste eine größere Korrektur erst stattfinden, dass ich das Unternehmen spannend finden würde. Aber auch hier 1,5%, 1,6% Dividende, 933 Milliarden schwedische Kronen Marktkapitalisierung, also auch interessant. Und hier sieht die Valuation relativ schwierig aus, weil es eben hier eine Investmentgesellschaft ist. Und das gleiche sieht man eben auch hier bei den Growth and Profitability Zahlen. Aber der wichtigste Markt hier ist auf jeden Fall United States mit 60%, und die Listed Companies, die man eben da in seinem Portfolio hat, machen 61% aus. Dann zu Atlas Copco an sich, wo ja auch Investor AB beteiligt ist dran. Ist ja auch wirklich extrem gut gelaufener Wert, der ja auch einen schönen langfristigen Aufwärtstrend genießt. Hat ebenfalls 1,5% Dividende, ein Price-to-Earnings-Ratio von 31. Also ganz nett. Market Capitalization von 870 Milliarden schwedischen Kronen.
Und hier, wenn man mal auf den Overview schaut, dann sehen wir auch hier, dass die Valuation Ratio jetzt im Vergleich der letzten 5 Jahre eigentlich auch relativ gut aussieht, relativ fair und das Umsatzwachstum hier in den letzten 5 Jahren auch sehr stark war. Also das sieht sehr gut aus. Währenddessen konnte auch die Netmargen relativ stetig gehalten werden. Von dem her auf jeden Fall grünes Licht. Wichtigster Markt ist USA, danach kommt dann schon China. Hauptabsatz ist hier Compressor Technique. Man zahlt hier schon länger Dividende, Payout Ratio sieht in Ordnung aus und Debt to Free Cashflow haben wir hier nur 1,2 ungefähre Verschuldungsgrad. Also das sieht auch wirklich gut aus hier bei Atlas Copco. Dann habe ich noch Fort Knox AB mit dabei. Die, denke ich, sind dann eher unbekannt. Die machen Packaged Software, haben auch einen wirklich schönen Trend, der jetzt hier so ein bisschen in so eine Korrekturphase reingekommen ist, kann man sagen. Zahlen aber auch schon eine Dividende mit 0,34%, 35 Milliarden schwedische Kronen Marktkapitalisierung. Also auch schon nicht mehr so ein ganz kleines Unternehmen. Wir sehen jetzt auch gleich, warum das Unternehmen so stark gelaufen ist. Aber zuerst mal hier die Bewertung, relativ günstig, wirklich im Vergleich zu den letzten Jahren. Hier mehr als halb so billig in Anführungszeichen. Umsatzwachstum, brutales Wachstum in den letzten 5 Jahren. Das gleiche gilt fürs Net Income und damit natürlich auch die Net Margin. Die konnte wirklich richtig gut gesteigert werden. Hauptabsatz sind hier einfach Core Product und das wichtigste oder der einzige Markt, wo das Unternehmen operiert, ist Schweden. Ja, bei der Verschuldung, Debt to Free Cashflow sieht es wirklich gut aus. Also man hat eigentlich keine Schulden, weil man könnte sofort alles tilgen, allein mit dem Cash. Von dem her wirklich sehr, sehr gute Verschuldung. Dann Lundberg, Voretagen, auch interessantes Unternehmen aus Schweden. Auch relativ spannenden langfristigen Aufwärtstrend, der auch wirklich sehr dynamisch und schön läuft. Ich habe auch hier mal den Trendkanal mit eingezeichnet und eben hier diesen langfristigen FIP. Sehen aber, dass wir uns jetzt hier schon fast auf All-Time-High von 2021 Niveau befinden. Von dem her jetzt auch nicht mehr akut spannend für mich. Auf jeden Fall ist aber hier jetzt auch schon ein Ausbruch erfolgt. Also würde sich jetzt hier auch ein Einstieg theoretisch anbieten, aber natürlich immer keine Anlageberatung und es ist jetzt auch keine wirklich historische Kaufchance mehr. Hier haben wir eine Dividende von 0,76%, Market Capitalization von 140 Milliarden schwedischen Kronen, also größer als Fort Knox auf jeden Fall. Was die P-Ratio angeht, sehen wir, dass wir jetzt im Moment wirklich niedrig bewertet sind. Aber es war auch in der Vergangenheit so, dass hier Lundberg vor Tagen relativ häufig sehr niedrig bewertet war. Und es liegt aber auch so ein bisschen an der Schwankungsbreite der Umsätze und des Net Incomes, wie man hier sehen kann. Hauptmarkt ist Schweden mit 40% und Eilets in 79% der Umsätze. Und man zahlt jetzt hier relativ schön gesteigerte Dividende, aber erst seit 2020. Dann Nibe Industrie. Nibe Industrie, wie bereits gesagt, dieser Wärmepumpenhersteller ist ja auch ein bisschen Megatrend schon irgendwie. Und da sieht es aber für mich jetzt irgendwie nicht mehr ganz so spannend aus, weil wir jetzt eben hier diese langfristige Trenddynamik doch sehr, sehr deutlich nach unten verlassen haben. Grundsätzlich sind die horizontalen Unterstützungen natürlich wichtiger als die dynamischen. Das heißt, wir sind jetzt im wichtigsten Bereich angekommen, also hier auf Niveau von 2020 und hier sollte sich dann jetzt auf jeden Fall mal ein Boden bilden. Ich meine, die erste Reaktion nach oben hatten wir jetzt hier schon, aber das reicht mir auf keinen Fall noch aus für ein Einstiegssignal. Also das ist hier schon ein relativer High-Risk-Wert, aber man hat eben auch hier wirklich großes Potenzial, 170% aufs All-Time-High. Aber da fehlt einfach noch für mich der Boden komplett. Dieses kleine Kaufsignal würde für mich nicht hier ausreichen, weil mich das Risiko hier doch sehr abschrecken würde. Aber hier schöne Dividende, 1,3%, 100 Milliarden SEK Marktkapitalisierung. Und auch hier bei den Financials, klar, die Bewertung ist deutlich gesunken, weil man eben auch kein Wachstum mehr verzeichnet. Aber in den letzten Jahren war das schon wirklich sehr, sehr stark. Aber man muss eben auch sagen, es ist ein sehr, sehr umkämpfter Markt, wo hier Nibe tätig ist. Also ist klar, Wärmepumpen, das produziert ja gefühlt jeder zweite Großhersteller. Also das ist natürlich ein wirklich schwieriges Umfeld, auch für Nibe. Climate Solutions machen mit 67% den meisten Anteil und Rest of Europe machen 47% der Umsätze aus. Man steigert hier auch schön die Dividende, wurde aber jetzt hier gleich gehalten von 2022 auf 2023.
Bei der Verschuldung sieht es wirklich schlecht aus im Moment. Debt to Free Cashflow, ja, katastrophal. 40 Verschuldungsgrad, der war aber zuletzt noch ganz okay. Also das muss man auf jeden Fall hier im Auge behalten, was Nibel hier noch mit dem ganzen Schulden vorhat. Ja, und dann noch zuletzt so als kleiner Bonus hier Sagax AB. Das ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert hat, und die haben eben auch hier ein stetiges Wachstum durch den Erwerb und die Entwicklung neuer Immobilienprojekte. Und hier, auch wie bei den anderen Unternehmen, auch wunderschöner langfristiger Aufwärtstrend. Also es ist echt verrückt. Es gibt wirklich extrem viele schöne schwedische Aktien, die vor allem natürlich in SEK wirklich sehr, sehr gut aussehen. In Euro ist es immer noch ein bisschen schwächer, weil wir natürlich dieses Währungsrisiko nicht vergessen dürfen. Aber auch hier 1,1% Dividende, 95 Milliarden SEK Marktkapitalisierung, 55er KGV. Und hier beim Financial Overview sehen wir, dass die P-Ratio im Moment hier nicht ausgewertet werden kann und war auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr schwankend. Und hier also die Entwicklung ist hier sehr, sehr zyklisch, was jetzt für mich generell sehr, sehr komisch ist, weil der Trend eben davon nichts merken lässt. Und da merken wir dann eben, oder sollte man dann merken, okay, das Unternehmen ist was Spezielles, und in dem Fall ist es eben ein Immobilienunternehmen. Da muss man dann eben ganz genau drauf achten. Finnland ist hier der Hauptmarkt mit 39,05 Milliarden, 39,05%, und Rental sind 99,4%, also auch wirklich interessant. Ja, man zahlt auch hier schon relativ lange eine Dividende. Payout Ratio ist auch wirklich in Ordnung für dieses Unternehmen. Und ja, also es operiert jetzt hier Finnland, Schweden, so, das ist der Hauptteil, France, also Frankreich, Netherlands, und wurde 1995 gegründet. Ja, aber das waren jetzt hier so meine Aktien, die ich da interessant finde. Sag mir doch gerne mal, was du von den Aktien hältst, die ich jetzt vorgestellt habe. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.